dann hätte ich noch mal eine Frage an dich, Robindro, und das wäre bezüglich ja die Bigger Picture. Also welche Bigger Picture erkennst du hinter Moberys Monetarisierungsfeature in dem Fall? Also, als ihr mir das erste Mal gezeigt habt, da dachte ich gleich so, ey, das ist im Grunde genommen, also es klingt zwar ein bisschen despektierlich, aber es ist ja quasi Ressourcen recyceln oder viel, viel, viel besser den Arbeitsmarkt nutzen, als er heute genutzt wird. Und ich merke das, also seitdem wir gesprochen haben, das war vor einem Monat oder so, ich weiß gar nicht genau, oder 1,5 Monaten, ist schon wieder so viel passiert und wir haben eine so krasse Zuspitzung des Arbeitsmarktes gerade in Deutschland, wo ich gehe auf die Straße, will zum Bäcker gehen, hängt ein Schild dran, sorry, heute geschlossen, weil keine Fachkräfte. Ja, also wir haben gar nicht ausgedacht, trifft hier den Bäcker bei uns um die Ecke tatsächlich. Kitas müssen schließen, davon war ich tatsächlich heute jetzt zwischendurch auch. Ich hatte heute Vormittag schon mal eine Webinar-Session, die dann mein kleiner Sohn mitmachen musste, da die Kita nicht ausreichend Erzieher hat, um den Streik auszugleichen sozusagen. Und so merkt man es halt tatsächlich, es klopft gerade an die Haustür. Und teilweise ist das Problem ja tatsächlich das Finden oder dass die Unternehmen überhaupt gefunden werden. Also der Bäcker hier um die Ecke, der hat tatsächlich gar kein Recruiting-Know-how und mit unserer Kita habe ich auch schon gesprochen, wie bei denen der Recruiting-Prozess aussieht. Und selbst ich war nicht in der Lage, die Stelle zu finden, die sie angeblich ausgeschrieben haben, um Erzieher zu suchen und Erzieherinnen. Und jetzt kommt dieses Momentum mit rein, dass es ja tatsächlich so ist, dass nach wie vor die meisten Bewerbenden ja abgesagt werden. Und gerade solche Unternehmen, aber grundsätzlich auch alle anderen Unternehmen natürlich davon profitieren können, dass ein Pool aufgebaut wird mit so einer Art Recycling-Potenzial. Wir haben das tatsächlich früher bei der DB versucht, schon intern abzubilden, weil wir damit im Grunde genommen, das war 2009, die erste Begründung, warum wir eine zentralisierte Recruiting-Organisation brauchen. Wir brauchen die, um Kandidatinnen recyceln zu können. Und jetzt mit so einer Plattform macht das natürlich viel, viel mehr Sinn und schafft auch so eine Art gesellschaftliches Guttun, war jetzt so aus meiner Perspektive heraus, weil ich einfach effizienter mit den Ressourcen am Markt umgehe. Ich habe das immer mal wieder, ich war als Unternehmen mal im Quebverband, im DGFP, beim BPM und Unternehmen machen das ja unstrukturiert oftmals trotzdem so. Ich weiß jetzt nicht, gibt ja auch den Purple Squirrel, wo Kandidaten recycelt werden und so weiter. Es ist aber alles tatsächlich zufällig und unstrukturiert. Und jetzt mal auf eine strukturierte Art und Weise fand ich den Ansatz tatsächlich, ohne jetzt zu viel Werbung von Moberys zu machen, aber der Gedanke ist halt ein sehr nachhaltiger und tatsächlich auch gerade notwendiger Gedanke, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen, ich sag mal, ins Nirvana laufen und auf der anderen Seite aber wie viele Unternehmen dann so krassen Mangel haben, dass sie tatsächlich jetzt Aufträge absagen, Geschäfte zumachen etc.